Also auf die Frage würde ich immer antworten, ich glaube es war 23. Das ist aus einem Buch von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis heißt das, glaube ich. Und ja, eine ziemlich absurde Geschichte eigentlich. Kann man mal gelesen haben, sehr spaßig beim Lesen. Hat mit Außerirdischen zu tun und mit dem Sinn des Lebens und irgendwie, dass die Erde eigentlich nur ein Experiment ist über Jahrmillionen Jahre, um diese Frage zu beantworten. Und die Antwort, die dann gegeben wird, nämlich irgendeine Zahl, 23 oder eben 42, war es am Ende, ist dann allen natürlich nicht klar, was das für eine Antwort sein soll. Aus jüdischer Sicht Sinn des Lebens, ja, ein richtiges Leben zu führen. Und ja, um das zu beantworten, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Adam und Eva sind im Paradies, die Geschichte ist bekannt, sie essen eine Frucht und das war die Frucht von dem Baum der Erkenntnis, also des Verstehens von Gut und Böse. Okay, jetzt stellt sich aber eine Frage, ganz berühmter Rabbiner aus dem Mittelalter, der hieß Maimonides, der fragt eine doppelte Frage. Erstens, Moment, Adam und Eva, super, dass sie von dem Baum gegessen haben, weil sonst wüssten wir ja alle nicht, was gut und böse ist. Ist doch eigentlich was Tolles. Also warum werden sie dafür bestraft? Und noch mehr, wie können sie überhaupt dafür bestraft werden? Denn von diesem Baum zu essen ist doch was Böses. Aber wenn sie gar nicht wissen, was böse ist, wie kann man sie dafür bestrafen? Also, sie begreifen das ja noch gar nicht. Und der Maimonides antwortete, sagt, naja, die hatten vorher schon die Möglichkeit zu entscheiden. Und zwar zwischen richtig und falsch. Was ist der Unterschied? Richtig, falsch auf der einen Seite und gut und böse auf der anderen Seite? Der Unterschied ist ganz klar. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, schaut mal aus dem Fenster, es regnet gerade da, wo ihr seid. Dann würden jetzt alle, die bei euch sind und aus dem Fenster gucken, würden sofort sagen können, stimmt oder stimmt nicht. Ist richtig oder falsch die Aussage? Es regnet entweder oder es regnet nicht. Wenn ich aber frage, ist das gut oder böse oder gut oder schlecht? Ja, da kommt man schon ins Nachdenken, weil dann kommt es natürlich darauf an. Ja, der eine sagt, wenn es regnet, ist super, dass es regnet, weil ich verkaufe Regenschirme. Oder der andere sagt, schade, dass es regnet, weil ich habe ein Straßencafé und habe keine Gäste dadurch und ich habe gerade die Frisur frisch und so weiter. Also das eine, nämlich richtig und falsch, ist objektiv für alle gleich und das andere ist subjektiv, ich finde. Wenn wir das weitergehen, wenn ich frage zum Beispiel, ist es gut oder böse zu stehlen? Dann antworten die meisten Leute, es ist böse oder schlecht. Naja, aber die Wahrheit ist doch, für den Dieb ist es super, wenn es geklappt hat. Wie oft haben wir Bücher gelesen oder Filme gesehen, ja, wo wir sagen, yeah, sie haben es geschafft. Und das heißt, aus der Sicht des Diebes ist der Diebstahl was Tolles, aber objektiv für die Gesellschaft wahrscheinlich fast immer was Schlechtes. Das heißt, in dem Moment, wo Adam und Eva von dieser Frucht essen, werden die Menschen subjektiv. Ich will, ich nehme, ich möchte. Und was passiert? Die ganze Welt wird gewalttätig, so schlimm, so beschreibt es die Tora, also die jüdische Bibel, so schlimm, dass die Menschen sich einfach das genommen haben, was sie wollten. Ey, ich will dein Haus, ich will dein Auto, na, das vielleicht nicht, damals. Ich nehme mir einfach das, was du hast und wenn du dich wehrst, dann hole ich noch meine Brüder und meine Freunde und so weiter. Und dann gab es Gewalt, Raub, Vergewaltigung, Mord, so schlimm, dass Gott die ganze Erde nimmt und einmal sozusagen untertaucht, ja, Reset-Button, es gibt eine Sintflut und die ganze Welt wird untergetaucht, bis auf Noach mit seiner Familie. Und als der landet, da gibt ihm Gott Gesetze und sagt, offensichtlich kommt ihr Menschen alleine nicht mehr klar, weil ihr den Unterschied zwischen richtig und gut nicht mehr kennt. Nicht alles, was ihr gut findet, ist auch richtig. Ja? Ich finde es super, dich umzubringen. Ja, ist aber nicht richtig. Ja, das sollte man nicht tun. Und deshalb kriegt Noach 7 Gebote, genauer 6 Verbote und ein Gebot, also ein Du sollst das tun und die anderen sind Verbote. Kein Götzendienst, nicht Gott lästern, nicht morden, kein Inzest, Tiere nicht quälen und schließlich auch, dass man eben irgendein System braucht, ein Gerichtssystem, vielleicht mit Polizisten, damit auch diese Gesetze tatsächlich durchgesetzt werden. Und so fängt es an. Das sind die ersten Gebote, die es gibt, die noachidischen nennt man die Gebote, die Noah, der von der Arche kommt, der mit den Tieren, ihr kennt die Geschichte, der kriegt diese 7 Gebote. Aber das reicht nicht aus. Und Gott nimmt dann eine Familie, angefangen bei Abraham, bis hin das wird dann das jüdische Volk, also Israel, und denen gibt er doch viel mehr Gebote. Jetzt denken die meisten, ah ja, kennen wir doch Bibel 10 Gebote.
Nee, die 10 Gebote, die werden am Berg Sinai direkt ans Volk gesprochen. Aber insgesamt, wenn wir die 5 Bücher Moses lesen, also die jüdische Bibel, kommen wir, Achtung, auf 613 Geh- und Verbote. 365 Verbote, wie Tage im Jahr, kann man sich gut merken. Und der Rest, habt ihr jetzt mitgerechnet, 613 minus 365 ist 248. Genau. Das sind die Gebote. Du sollst das tun. Also das bedeutet, Gott gibt mir eine Gebrauchsanweisung. Ja, ich kann ausprobieren, ob ich es alleine schaffe, eine Waschmaschine in Gang zu setzen. Oder wenn ich noch nie vorher in einem Auto gesessen habe und mich reinsetze und versuche irgendwie dann loszufahren, okay, wahrscheinlich quietscht ein bisschen die Kupplung und so, vielleicht kriege ich aber irgendwie, ruckel ich vor mich hin. Aber jeder normale Mensch würde sich es doch irgendwie beibringen lassen. Eine Gebrauchsanweisung lesen oder vielleicht von einem Fahrlehrer zeigen lassen, wie man richtig Auto fährt, wie man richtig die Waschmaschine bedient und nicht einfach, oh, ich finde das jetzt gut, wenn ich da mal an diesen Knopf drehe, weil da ist irgendwie bunt. Und genauso ist das mit dem Leben. Gott gibt uns eine Gebrauchsanweisung, wie ich richtig leben soll. 613 Regeln, die sozusagen meine geistigen Muskeln stärken sollen, immer genau die richtige Entscheidung zu treffen, egal was ich gerade gut finde. Oh, ich finde es total gut, wenn ich das jetzt hier esse. Und Gott sagt, hey, das mag zwar gut sein, aber für dich, weil du jüdisch bist, ist es falsch, das zu essen. Habe ich was gegen Schwein? Nein. Ist es mir erlaubt zu essen? Nein. Das heißt, Schweineessen beispielsweise ist vielleicht total lecker und ist total gut. Und wenn ich es essen würde, würde ich sagen, yeah, ist mir gut. Aber es ist halt falsch. Okay? Das ist eine von diesen Regeln. Das heißt, Gott gibt uns ein Regelwerk. Wenn ich mich danach richte, dann habe ich ein sinnvolles Leben geführt, weil dann habe ich tatsächlich all diese Dinge, die mein Leben berühren, von dem Lebenszyklus, den Tageszyklus, meine Einteilung, wie ich mich benehme, habe ich richtig gemacht. Und jetzt kommt der Clou. Einer der interessantesten Sätze für mich in der Tora ist folgender. Da gibt es eine Liste von Dingen. Moses am Ende seines Lebens, das jüdische Volk ist kurz davor, in Israel einzuwandern. Sie waren gerade 40 Jahre in der Wüste unterwegs, aus Ägypten gekommen. Da sagt Moses zum Abschied, so, und ihr sollt euch an all diese Regeln halten, weil wenn ihr das nicht tut, wow, und dann kommt eine Liste von Dingen, die irgendwie schrecklich sind. Ja, dann werden eure Feinde euch besiegen und dann werdet ihr da und da kommen ganz viele schlimme Dinge. Und mitten rein kommt dieser Satz. Das alles passiert euch, Tachat asher lo avata et Hashem besimcha. Alle verstanden? Dafür, dass du Gott nicht gedient hast mit Freude. Also es reicht nicht, irgendwelche Regeln zu halten und den ganzen Tag irgendwie nur sich darauf zu konzentrieren, das Richtige zu tun und bloß keine Fehler machen. Ey, man muss es mit Freude machen, Spaß dran haben. Gott hat uns eine Welt geschenkt, die so viele großartige Dinge hat, dass es eine Überlieferung gibt, dass, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben, ist eine der Fragen, die Gott uns stellt, hast du meine Welt genossen? Und wenn man dann sagt, nein, ich habe den ganzen Tag nur gebetet und ich habe irgendwie nur 24/7 habe ich gefastet und ich weiß was ich, dann hast du was verpasst. Ich glaube, das ist für mich ein sinnvolles Leben führen und das umfasst natürlich ganz wichtig die Familie, die Gemeinschaft, die Menschen, mit denen man interagiert. Denn man kann eigentlich nur ein gottgefälliges Leben führen, wenn man auch sich mit den Menschen gut versteht. Und ja, das ist für mich der Sinn des Lebens. Welchen Wert hat das Leben? Ist deshalb witzig, weil ich natürlich sofort an einen Witz denken muss. Da werden 3 Geistliche gefragt auf einem Podium von der Moderatorin und sagen, wann beginnt das Leben? Und ja, das ist so eine typische Diskussionsfrage, wann beginnt das Leben? Ja, das ist dieses bei der Geburt oder wann, wenn das Embryo entsteht und das ist immer diese Diskussion, ob man abtreiben darf und wenn ja, wann und so weiter. Und der Klassiker ist natürlich, dass der katholische Geistliche sagt, ja, das Leben beginnt bei der Empfängnis. Und dann wird ein protestantischer Geistlicher gefragt, wann beginnt das Leben? Und er sagt, ja, es gibt unterschiedliche Momente, das vielleicht biologisch zu erklären, vielleicht bei der bei der Einnistung oder bei der Empfängnis oder vielleicht aber eigentlich beginnt das Leben doch erst mit der Geburt. Und dann sagt die Moderatorin zu einem Rabbiner, Herr Rabbiner, wann beginnt das Leben? Und er so, was? Wann beginnt das Leben? Und er, eigentlich das Leben beginnt, wenn der Hund, ich habe ihn versaut. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diesen Witz versaut. Super. Soll ich ihn überhaupt erzählen? Du lässt es wahrscheinlich komplett ungeschnitten, ja, damit ich hier... Also jedenfalls, der Rabbiner wird gefragt, wann beginnt das Leben?
Und die Antwort ist, das Leben beginnt eigentlich erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben ist. Also, der Wert des Lebens. Also die Frage nach dem Wert des Lebens ist tatsächlich interessant, weil es natürlich unterschiedliche Antworten geben kann oder auch in ganz unterschiedliche Richtungen beantwortet werden kann. Für mich, ich habe die Frage sofort assoziiert mit einer Geschichte im Talmud. Talmud ist die Erklärung der Torah, also wie man die Gebote genau macht oder manchmal auch, warum es diese Gebote gibt. Und da gibt es eine für mich eigentlich sehr seltsame Frage, denn sie fragen, warum eine bestimmte Geschichte in der Torah überhaupt erzählt wird. Und zwar nicht irgendeine Geschichte, sondern eben die Geschichte von Adam und Eva. Habe ich vorhin schon darüber erzählt. In der ersten Frage könnt ihr nochmal reingucken. Also, Adam und Eva sind im Paradies und der Talmud fragt, wofür erzählt uns Gott überhaupt diese Geschichte? Wofür ist sie gut? Und er gibt mehrere Antworten und zwei finde ich davon richtig gut. Die erste ist, dass einer zum anderen heute sagen könnte, hör mal, ich bin viel mehr wert als du, weil mein Vater war ein König und dein Vater nur ein Sklave. Und daraufhin, sagt der Talmud, kann der andere antworten, ist doch vollkommen egal, wer dein Vater und mein Vater war, weil unser Urgroßvater war ein und dieselbe Person. Also wir lernen aus dieser Geschichte die Gleichwertigkeit der Menschen. Jeder ist gleich viel wert, ganz egal, wo er herkommt, von wem er abstammt, welche Zugehörigkeit oder was auch immer er hat. Es gibt nichts, was man sozusagen per Geburt einem anderen voraushaben kann. Und das ist die Gleichwertigkeit des Lebens. Und die steckt eben in dieser Geschichte von Adam und Eva schon drin. Und die andere Schlussfolgerung, die man hat, ist, dass der Talmud sagt, wir lernen davon den Wert des Lebens. Weil wenn jemand Adam oder von mir aus Eva getötet hätte, damals, noch bevor sie Kinder bekommen, ja, dann würde es uns alle nicht geben. Dann gäbe es diese Welt nicht. Und die Schlussfolgerung, die dort steht, ist eigentlich ein relativ berühmter Satz. Spätestens, wenn man Schindlers Liste gesehen hat, sieht man das am Ende vielleicht im Abspann. Da steht nämlich Folgendes: Wer einen Menschen tötet, der tötet eine ganze Welt. Und wer ein Menschenleben rettet, der rettet eine ganze Welt. Und ich glaube, das ist der Wert des Lebens, dass in jedem Einzelnen von uns der Wert einer ganzen Welt steckt. Und ich glaube, damit ist es auch ganz gut beantwortet. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, die erzählt von etwas nach dem Tod, nämlich es war einmal ein Rabbiner, der ganz viele Fragen hatte, philosophische Fragen und Nachhakungen und er wollte so gerne von Gott die Antworten hören, ja, aber er hat in all seinen Quellen und Büchern hat er es nicht gefunden und mit all seinen Freunden, mit denen er gesprochen und diskutiert hat, kam nicht auf die Antworten und eines Tages ist einer von seinen Schülern sehr, sehr krank geworden. Ein Talmudschüler, also jemand, der auch all diese Fragen mit ihm diskutiert hat. Und er geht zu seinem Schüler und sagt, hör mal, ich weiß, leider bist du sehr, sehr schwer krank, du wirst die nächsten Tage sterben, tu mir einen Gefallen. Wenn du da oben bist, finde heraus, ja, finde die Antworten auf unsere Fragen heraus und dann erscheinst du mir im Traum und gibst mir die Antworten, ja, weil ich halte es nicht aus, ist mir so wichtig, diese Antworten zu kennen. Okay, natürlich, ja, ist der Schüler und hat das gleiche Interesse wie sein Lehrer und tatsächlich ein paar Tage später stirbt er und auch tatsächlich ein paar Tage später erscheint er dem Rabbiner im Traum. Und der Rabbiner ist ganz glücklich und in seiner Traumvision spricht er mit seinem Schüler und sagt, sag mal, wie ist das jetzt? Ich habe diese Fragen, weißt du noch die Fragen, die ich dir gestellt habe? Was ist die Antwort? Und der Schüler sagt zu ihm, weißt du, Rabbi, diese Fragen, die waren uns wahnsinnig wichtig, als ich noch gelebt habe. Aber hier oben muss ich dir gestehen, das ist nicht so wahnsinnig spannend. Also das Leben nach dem Tod, fangen wir mal andersrum an. Die 5 Bücher Moses sagen nichts über das Jenseits, also über das, was passiert, wenn ein Mensch gestorben ist. Und das ist sehr spannend, weil eigentlich geht es in der Torah darum, dass wir sozusagen das Leben hier leben sollen, dieses Leben. Wir haben keine Todessehnsucht. Dennoch gibt es aber ganz klare Überlieferungen, was passiert, nämlich die Grundidee ist, dass, also hier ist unsere Welt, sagen wir mal, Olam Hazeh sagt man, diese Welt, und irgendwo gibt es eine Welt der Seelen. Olam HaNeshamot heißt das auf Hebräisch. Und immer wenn eine Frau schwanger wird, nimmt Gott eine Seele und
dann kommt in das Embryo kommt eine Seele und daraus entsteht ein Mensch. Also die Idee, dass der Mensch geformt ist aus einem Körper und einer Seele zusammen, das macht uns Menschen aus. Und wenn jetzt ein Mensch stirbt, dann wird diese Seele zurückgenommen und kommt sozusagen in diesen, wir sagen Himmel dazu, Paradies, whatever, das ist ganz egal, wie man es bezeichnet, also in die Welt der Seelen. Aber wird natürlich gerichtet über, was für ein Leben hast du gelebt, ja? Warst du ehrlich, hast du die richtigen Dinge getan und so weiter. Also ein Mensch wird dann sozusagen gerichtet. Was genau passiert an Belohnung und Bestrafung, das ist in verschiedenen Überlieferungen ganz unterschiedlich. Ich habe eine Sache gehört, die hat mich sehr beeindruckt, das war, dass der Mensch sozusagen vor Gott kommt und jetzt in dieser Situation nochmal sein Leben, dieses Revue passieren lassen, also nochmal erleben, was man alles gemacht hat. Und wenn wir Menschen sind, haben wir bestimmte Dinge, auf die haben wir Lust und die möchten wir machen oder wir sind faul und dann tun wir manchmal auch Dinge, die schlecht sind oder nicht so gut waren. Aber es ist verständlich. Aber diese Seele, die dann da pur ist und sich selber sozusagen beobachtet, schämt sich so sehr vor sich selbst, dass sie dem nicht widerstanden hat, das ist schon die ganze Strafe. Die Frage, ob eine Seele nochmal in einen Körper kommen kann, wird unterschiedlich beantwortet. Ich denke, das wird auch ein bisschen beeinflusst bei den Mystikern, also die Kabbalah studieren, das ist die jüdische Mystik. Für die ist das ganz klar, ja, das geht. Also eine Seele, die in der Olam HaNeshamot ist, in der Welt der Seelen, kommt in einen Körper, lebt hier und kommt wieder rauf. Und dann, eine der Theorien ist, wird sozusagen so lange wieder in einen Körper zurückgeschickt, in ein neues Leben, bis alle Gebote, alle 613 Geh- und Verbote erfüllt worden sind. Ja, es erinnert auch so ein bisschen an die asiatischen Überlegungen von Kasten. Man kommt immer wieder in neue Schichten und muss dann sozusagen einen Lebenslauf nicht einmal, sondern mehrfach durchlaufen. Also diese Theorien gibt es. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch große rabbinische Philosophen, die sagen, nee, also brauchen wir nicht. Davon haben wir nie was gelesen und gehört und deshalb entweder ignorieren sie das Thema einfach oder sagen, nein, also ein mehrfach Seele rein und raus, das gibt es nicht. Ein Mensch stirbt, bleibt verstorben, die Seele geht weg und dann erst am Ende der Zeit, wenn der Messias kommt, auf Hebräisch Mashiach, dann kommt tatsächlich die Seele wieder zurück und dieser kleine Knochen hier hinten, auf Hebräisch heißt der Luz, das kleine Knöchelchen im Wirbel hinten, also ja, Wirbelsäule hat ja ganz viele, der oberste davon, der bleibt immer übrig und aus diesem Rest, von mir aus auch nur von der DNA, die da noch irgendwie ist, da schafft dann Gott den neuen Körper, in die Seele hineinkommt, aber das passiert eben nur einmal. Leben nach dem Tod, mal schauen, ich weiß es nicht. Also ich bin da relativ offen, relativ entspannt auch, ich bin aufgewachsen, auch mit der Überlieferung, dass wirklich diese jenseitige Welt, die Welt der Seelen, nichts Schreckliches in sich birgt. Sicherlich hat man ein bisschen Aufregung, wenn man so will, weil man doch geurteilt wird über das, was man getan hat. Man bemüht sich, gut zu sein. Aber ich weiß nicht. Also ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwie schon mal auf der Welt war. Und ob mir das dann tatsächlich passiert oder nicht, letztendlich ist es für mich keine wirklich relevante Frage, weil ich könnte wahrscheinlich eh nichts daran ändern. Also ich bin ziemlich viel unterwegs in so interreligiösen Gesprächen und eigentlich punkte ich immer dadurch, dass ich sagen kann, im Gegensatz zu den anderen Religionen, vor allem den monotheistischen, also dem Islam und dem Christentum, wir missionieren nicht. Das heißt, wir versuchen niemand, unsere Religion aufzustülpen. Die Tora fängt nicht an mit dem Judentum. Die Tora fängt an mit Adam und Eva. Damals hat es noch überhaupt keine Religion gegeben. Ja? Die Tora geht weiter mit Noach, der auch unser Urvater sozusagen war. Und erst mit Abraham, da wird es dann konkreter, Yitzchak, Jakob und dann kommen diese Gesetze am Berg Sinai. Aber aus jüdischer Sicht muss ein Nichtjude nur 7 Gebote von Noach halten. Die 7 Gebote, die Noah halten musste, die Gott ihm gegeben hat, nachdem die Arche gelandet war, das reicht. Und manchmal kommen Menschen zu mir und wollen zum Judentum übertreten. Und dann sage ich, warum? Ich muss 613 Gebote halten, das ist voll schwer. Warum willst du das machen? Wenn du 7 Gebote hältst, dann kommst du in die kommende Welt, dann kommst du in die messianische Zeit, hast Eintrittskarte gelöst, alles wunderbar. Ich muss 613 Gebote halten, kein guter Tausch. Und ich glaube, diese Idee
macht deutlich, dass es gibt 14, 15 Millionen Juden auf der Welt. Ja? Gott hat eine Welt geschaffen mit 7, 8 Milliarden Menschen. Also so verrückt sind wir nicht, dass wir glauben, die ist nur für uns da. Die Welt ist für alle da und deshalb ist die größte, wichtigste Voraussetzung ist erstmal die Toleranz. Und die Hoffnung natürlich, dass alle einen Gott erkennen, ja, aber das macht zum Beispiel aus jüdischer Sicht überhaupt keinen Sinn, wenn ein Nicht-Jude auf die Idee käme zu sagen, ich möchte jetzt alle jüdischen Gebote halten. Warum? Ist nicht nötig. Und ich glaube, dass diese Art von Toleranz eben nicht nur bedeutet, dass man akzeptiert, ja, da macht jemand was, ja, das finde ich ganz komisch und seltsam, aber na gut, ich ertrage das halt irgendwie. Und das kann ja nicht sein. Wir haben eine Welt, die aus Unterschieden besteht. Es gibt einen wunderschönen Satz aus einem Buch von einem Rabbiner, der heißt Rabbiner Sachs, vor kurzem gestorben, der sagt, the dignity of difference, die Würde im Anderssein. Ich erkläre das immer mit, ein Orchester, stell euch mal vor, da ist ein Orchester, das würde nur aus Triangeln bestehen. Ja, das ist ziemlich lahm. Also es gibt natürlich unterschiedliche Instrumente, es gibt unterschiedliche Menschen, die so viel beitragen können. Und anstatt zu sagen, na gut, ich ertrage halt, dass da jemand, ich weiß nicht, ein Kopftuch trägt oder ich ertrage, dass da jemand diesen komischen Ritus hat oder diese Sprache spricht, soll man so sagen, hey, ich freue mich total. Ich gehe doch auch gerne über eine Blumenwiese, die unterschiedliche Blumen hat oder vielleicht auch eine Distel dabei ist. Großartig. Ja, also das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist die Idee, die man im Judentum den anderen Religionen entgegenbringt. Ich glaube, die Frage, ob Gott eingreift bei Ungerechtigkeit in der Welt, kann man sich am leichtesten verdeutlichen mit, wo soll das anfangen und wo soll es aufhören? Ja, angenommen, wir reden jetzt davon, dass wir von einem unsichtbaren, allmächtigen Gott sprechen, der nicht will, dass die Menschen irgendwelche Götzen anbeten. Okay, jetzt angenommen, irgendjemand kommt auf die Idee und betet einen Stein an. Und Gott ärgert sich darüber. Was? Soll er den Stein vernichten? Okay, kein Problem, ja, Gott vernichtet den Stein. Der Nächste kommt auf die Idee und sagt, aber ich möchte gerne diesen Baum anbeten. Okay, Gott vernichtet den Baum. Und der Nächste kommt auf die Idee und sagt, ich werde die Sonne anbeten. Dann vernichtet Gott die Sonne. Ja, also wo fängt das an, wo hört das auf? A. B. Das Wichtigste, was den Menschen ausmacht, ist freier Wille. Von Anfang an, Adam und Eva im Paradies, immer wieder dieselbe Geschichte, die haben die Wahl, die können entweder von dieser Frucht essen oder sie können es sein lassen. Und wenn Gott eingreift, dann habe ich einen Roboter, dann habe ich keinen Mensch mehr. Folgendes Beispiel. Ich darf kein Schwein essen, okay? Also ich nehme ein Schweinesandwich, ja, schönen Burger mit Schweinefleisch drauf und ich möchte den gerne essen. Und immer wenn ich da reinbeißen will, kommt ein Blitzschlag vom Himmel, ja, und ich sage, okay, ja, nicht schlimm, ich versuche es nochmal, Und dann geht das irgendwie eine halbe Stunde? Nee, oder? Es geht ein- oder zweimal, weil dann höre ich auf. Ich werde nicht nochmal versuchen, ich bin ja nicht blöd, ich werde dann doch nicht... Aber dann ist das kein freier Wille mehr. Ich esse diesen Burger nicht, weil ich mich entschieden habe, ihn nicht zu essen, weil ich sage, es ist von Gott so gewollt und ich habe den Willen, das nicht zu tun, sondern weil ich Angst vor der Strafe habe. Das ist keine freie Entscheidung. Tatsächlich muss man die Frage eigentlich umdrehen. In dem Moment, wo die Menschen sozusagen das Göttliche negieren, weglassen, verleugnen, dann können sie unmenschlich werden. Es gibt einen wichtigen Satz, auch wieder von Rabbiner Sachs gesprochen, der gesagt hat, nach der Shoah, nach Auschwitz, also dem Holocaust, gab es viele Menschen, die das erlebt haben, die gesagt haben, jetzt kann ich nicht mehr an Gott glauben. Und Rabbiner Sachs sagt, nachdem ich gesehen habe, was die Shoah bedeutet und was Holocaust bedeutet, kann ich eigentlich nicht mehr an die Menschlichkeit glauben. Menschlichkeit kann nur dann wirklich überleben, aus meiner Sicht, wenn wir einen Gott haben, an den wir glauben können. Gott gibt uns die Möglichkeit, das zu tun, was wir entscheiden zu tun. Er hat uns gesagt, was erlaubt und verboten ist. Er hat uns gesagt, es ist verboten zu morden. Es hat uns gesagt, was und so weiter. Es gibt eine Moral, es gibt eine Ethik und wir haben die Verpflichtung, die einzuhalten. Und wenn ich sie nicht einhalte, ist das auch mein freier Wille, meine Entscheidung. Und insofern gibt es das Böse auf der Welt eben gerade dann, wenn die Menschen menschlich handeln, weil sie aus irgendwelchen niederen Instinkten heraus etwas tun, was nicht im Sinne von Gott ist. Aber das Eingreifen, das würde uns wiederum zu etwas verwandeln, was eben keine Menschen sind.
Es gibt so ein paar Fragen, ja, die könnte man wahrscheinlich sehr lustig beantworten. Also, wenn es Leben außerhalb dessen, was wir wahrnehmen, als Leben geben soll, dann würde ich sagen, ja, man glaubt an Engel und natürlich gibt es Gott, der allumfassend ist. Aber ob es außerirdisches Leben, ETs oder wie auch immer man es nennen will oder vielleicht auch noch irgendwelche Lebensformen, wenn die Frage zu beantworten relevant gewesen wäre, dann würden wir irgendwas in den Quellen gefunden haben. Dann würde es in der Tora stehen oder die Rabbiner hätten darüber berichtet. Und letztendlich ist es vollkommen egal, ich kann daran glauben oder nicht, ändert überhaupt nichts an meiner Lebenseinstellung, ändert überhaupt nichts daran, wie ich mich benehmen soll. Also insofern, who cares, ehrlich gesagt. Bis sie nicht kommen, kann ich auch ohne den Glauben an sie leben. Einer der absoluten Klassiker, eigentlich nicht nur im Judentum, sondern auch häufig in den anderen monotheistischen Religionen, vor allem auch im Christentum, ist immer die Frage so, wie kann denn die Geschichte aus der Bibel sein? Wir sind im Jahr 5781 momentan, also das ist von der Weltentstehung, von der Weltschöpfung angerechnet, das kann doch gar nicht sein. Es gibt ja, die Welt ist Millionen Jahre alt, Milliarden vielleicht. So, wie funktioniert das zusammen? Okay, dazu gibt es eine ganze Reihe von möglichen Antworten, von denen ich persönlich so ein paar direkt wieder verwerfen würde. Die erste wäre zu sagen, woher wissen wir denn, dass die Welt wirklich wissenschaftlich so alt ist? Halbwertszeiten, ist das wirklich etwas, was so sein muss? Ist das in Stein gemeißelt? Unsere Erkenntnis in der Wissenschaft ist die Erkenntnis von heute. Wer weiß, ob morgen nicht ein Wissenschaftler kommt, der sagt, ja, im Prinzip stimmt das schon, aber da gab es in dieser Eiszeit irgendein besonderes meteorologisches oder physikalisches Phänomen und da ist das dann schneller gegangen oder. Also das heißt, ich kann mit absoluter Wahrheit, Wahrscheinlichkeit nicht sagen, dass die Welt wirklich so alt ist. Mit einer Wahrscheinlichkeit ja, aber nicht mit absoluter Sicherheit. Okay, gefällt mir nicht so gut, weil ich finde schon, wir haben einen wissenschaftlichen Stand und die Welt ist wahrscheinlich schon ziemlich alt. Was ist ein Tag, 24 Stunden? Dass die Erde sich einmal um sich selbst dreht und in der Sonne, ja, Moment, wenn es noch keine Sonne gegeben hat, laut der biblischen Erzählung, wie kann ich dann 24 Stunden berechnen? Und wer soll die überhaupt berechnen? Es gibt ja noch keine Menschen. Gott hat nicht Zeit wie wir. Aber er gibt uns ein Geschenk, ein Buch, das wir verstehen sollen. Es gibt eine super schöne Karikatur, da steht so ein Professor an der Tafel und dann oben steht, und Gott sprach und da kommt so eine ganz komplizierte physikalische Formel und unten steht, und es wurde Licht. Ja, so könnte man wahrscheinlich die Bibel auch schreiben, ja, dass da irgendwas Physikalisches, Chemisches vorgegangen ist und dann ist Licht geworden. Aber Gott will uns mit dieser Geschichte was erzählen. Was mich so beeindruckt an der Tora, ja, man liest so eine Geschichte, die kleinen Kindern vorgelesen werden kann und dann hat man so eine Art Märchenstunde gehabt. Und wenn man das aber im Laufe der Zeit untersucht, also für mich ist das so, das ist praktisch wie Schichten. Ja, man gräbt immer tiefer und man kriegt so plötzlich eine philosophische Ebene, dann kriegt man vielleicht eine mystische Ebene, dann kriegt man vielleicht nochmal und dann mit der Zeit stellt man fest, dass die Dinge miteinander zu tun haben und dann, ich rede von einer Geschichte, die 4000 Jahre alt ist und die genau mich heute hier betrifft. Und das ist wirklich spannend. Also ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Das erste Mal, dass Gott zu Abraham spricht. Einfach so aus dem Nichts sagt Gott zu Abraham, Lech lecha, gehe für dich, gehe weg aus deinem Land, gehe weg aus deinem Geburtsort und gehe weg aus dem Haus deines Vaters. Und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und die Frage ist das nicht ein bisschen übertrieben? Eigentlich hätte doch gereicht zu sagen, geh in das Land, das ich dir zeige. Ja, weil automatisch, kleines Beispiel, ich bin jetzt gerade hier in Frankfurt und wenn man mir sagt, geh nach Frankreich, dann brauche ich doch nicht zu sagen, geh aus Frankfurt weg, geh aus deiner Wohnung heraus, geh aus deinem Wohnzimmer weg und gehe nach Frankreich. Gehe nach Frankreich, dann verstehe ich, dass ich alles andere machen muss, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ja? Also wofür diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten? Und es gibt im Laufe der Jahrhunderte, haben ganz viele Rabbiner darauf geantwortet und die für mich stärkste Antwort ist von Rabbiner Sachs, der ehemalige Oberrabbiner von England, der sagt Folgendes. Wenn wir uns betrachten, es gab im Judentum 3 Denker, die gar nicht religiös waren, aber die trotzdem in der Welt durchaus bekannt geworden sind. Der erste war Karl Marx, der den Marxismus, also den Kommunismus, mitgedacht hat. Und er sagt, das ist jetzt wirklich in a nutshell, also ganz kurz, nur die Grundidee,
er lebt in einer Zeit, in der es natürlich Unterschiede gibt. Es gibt die Adligen, es gibt die ausgebeuteten Armen, es gibt Geschichtsunterricht. So, und er sagt, es ist ja ungerecht, eine Person wird geprägt von der Umgebung, in der er lebt. Ja, also wenn ein Mensch lebt in einer reichen Familie, dann klar wird was aus dem, aber in so einer armen, damals insbesondere, ja, der hat überhaupt keine Chance. Das ist Chancenungleichheit. Wir müssen eine Gesellschaft schaffen, in der alle Menschen, egal wie sozial, wo sie herkommen, müssen die gleichen Möglichkeiten haben. Und das ist die Grundidee vom Marxismus, weil solange wir von unterschiedlichen Umgebungen geprägt werden, werden auch wir immer Unterschiede haben und Ungerechtigkeit. Der zweite ist, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, ist genauso bekannt, Sigmund Freud. Sigmund Freud ist der Vater der Psychoanalyse und Sigmund Freud hat erklärt, dass die Menschen, auch wieder ganz kurz, so wie sie als Erwachsene sind, das kommt alles aus ihrer frühesten Kindheit. So als in der Entwicklung von Baby zum Kleinkind machen wir verschiedene Entwicklungen durch und in dieser Entwicklung ist auch eine Sache ganz wichtig, nämlich das Verhältnis zum eigenen Vater bei den Jungs, bei den Mädchen zu der eigenen Mutter und da gibt es diesen sogenannten Ödipus-Komplex. Wer das nicht kennt, unbedingt mal nachschauen. Also sich zu überlegen, wer ist schuld, dass ich so geworden wie ich bin? Meine Eltern, also im schlimmsten Fall, wenn jemand vielleicht psychisch krank ist sogar, dann liegt es eben an der Erziehung der Eltern. Das auch sozusagen ganz kurz nur zusammengefasst. Das dritte ist, so, und jetzt kommt einer, den kennt man heutzutage kaum noch, es sei denn, man studiert Philosophie, der heißt Spinoza. Lassen wir den doch einfach mal weg und ich ersetze den gerne durch Gentechniker. Es gibt Menschen, die sagen, Gentechniker erklären, dass die Menschen immer so handeln, weil sie so genetisch aufgebaut sind. Und alles, was wir tun, letztendlich unsere Entscheidungen sind gar nicht wirklich frei, sondern wir entscheiden, weil wir bestimmte Gene haben. Man kennt vielleicht den Begriff, den kann ich nicht riechen. Ja? Was heißt das? Den kann ich nicht riechen, ich mag den nicht, aber manche Wissenschaftler nehmen das wörtlich und sagen, nein, es ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Struktur, ihrer biologischen Struktur tatsächlich Aversionen haben durch bestimmte Pheromone oder andere Gerüche oder eben die Haarfarbe vom Partner wählt man aus, weil man hat bestimmte Vorprägungen. Okay? Alle drei haben also was? Sie haben unterschiedliche Theorien dafür, dass ein Mensch eigentlich keine Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, was er wird. Ja, entweder, ja, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre, sondern in einem anderen Land oder mit einer anderen Familie, die reicher oder ärmer, dann hätte aus mir was werden können. Aber so, musste ich ja ein Verbrecher werden. Oder der andere, der sagt, naja, bei den Eltern, was soll ich denn machen? Und der dritte, der würde sagen, genetisch, das ist ja meine Geburt, ich komme auf die Welt, zumindest ein Gedanke, den schon die Griechen hatten, ja, kommt der Mensch auf die Welt und hat schon Vorprägung, der ist halt jähzornig, da kann man nichts machen oder der ist halt besonders schüchtern und so weiter. Und Gott sagt zu Abraham, weißt du was? Stimmt, klar prägt uns das. Aber lech lecha, gehe für dich. Wo sollst du weggehen? Aus deinem Land. Deine Umgebung, die dich prägt, geh einfach weg. Ist in Ordnung, ich weiß. Abraham in Babylonien, Götzendiener, schreckliche Zeiten, Diktatur. Okay, aber du geh weg. Zweites, geh aus dem Haus deines Vaters. Was soll das heißen? Das ist klar. Aus dem Haus, egal wie du erzogen worden bist, du kannst dein Leben neu und selbst gestalten. Und die dritte Sache, die Gentechniker, geh weg aus deiner Geburtsstelle. Was ist das überhaupt für eine Begrifflichkeit? Moladetecha auf Hebräisch, von deiner Geburt geh weg. Wie kann man von seiner Geburt weggehen? Eben, obwohl ich vielleicht bestimmte Vorprägungen habe, obwohl ich bestimmte Charaktereigenschaften sozusagen mit in die Wiege bekommen habe, kann ich doch entscheiden, wie ich diese einsetze. Ich kann alles irgendwie für mich versuchen umzuwandeln. Und wie funktioniert das? Wenn ich in die Richtung gehe, die Gott mir zeigt. Ich habe es vor allen Dingen als moralischen Kompass, Werte, die wir vermittelt bekommen. Und wenn ich mich danach richte, dann gehe ich für mich. Und ich glaube, das kann jeder Mensch für sich entscheiden, zu sagen, ich kann sozusagen diese Vorprägung überwinden, ich kann mich frei entscheiden und mich selbst jeden Tag aufs Neue zu einem besseren Mensch kreieren. Und so gibt es viele großartige Ideen, die die Tora überhaupt erst in die Welt bringt, die mit dem Islam und dem Christentum geteilt werden. Nicht nur die sogenannten 10 Gebote, grundsätzliche moralische Aspekte. Und all das steckt in diesen Geschichten mit drin. Wir lernen aus den Geschichten, entweder so sollst du dich verhalten oder so sollst du dich gerade nicht verhalten. Und insofern halte ich das überhaupt nicht für einen Widerspruch. Evolutionstheorie auf der einen Seite, das ist die Wahrheit und dann muss das dem widersprechen. Ich halte das einfach für 2 ganz unterschiedliche Konzepte. Was möchte ich am Ende von dir? Ich möchte entweder, dass du ein Wissenschaftler bist und ausrechnen kannst, wie alt ist die Welt, oder ich möchte von dir, dass du weißt, wie du dein Leben zu führen hast.
Und deshalb erzähle ich natürlich unterschiedliche Geschichten und die widersprechen sich aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das Interessante ist, dass wir offensichtlich in der ersten Phase, die die Tora uns erzählt, von Adam und Eva bis Noah, offensichtlich wurde kein Fleisch gegessen. Ja, das erklärt auch, wie diese ganzen unterschiedlichen Tiere auf die Arche kommen und sich nicht direkt gegenseitig auffressen, dass sogar die Tiere noch kein Fleisch gegessen haben. Die prophetische Vision am Ende der Zeit ist, dass dann auch wieder ein Löwe und ein Schaf und ein Tier spielt vor einem Schlangenloch. Also dass auch am Ende der Zeit sozusagen das Bedürfnis nach Fleisch zu essen auch wieder total, sogar bei den Tieren, aufgelöst wird. Das heißt, wir haben einen Idealzustand vom Beginn der Zeit und einen Idealzustand vom Ende der Zeit, der uns eine Vision gibt von einem vegetarischen oder vielleicht sogar veganischen Leben sozusagen. Dazwischen aber haben wir die Erlaubnis, Fleisch zu essen. Doch das ist natürlich wahnsinnig eingeschränkt. Im Judentum, um ein Tier zu essen, muss man es schächten. Das ist wahnsinnig aufwendig, damit es richtig funktioniert. Sogar wenn das Messer nur einen kleinen Kratzer hat, dann sind alle Tiere, die ich mit diesem Messer seit dem letzten Mal, dass ich es geprüft habe, sind nicht mehr koscher. Also, man stellt sich vor, in der damaligen Zeit, was das auch für einen finanziellen Schaden bedeutet hätte. Ja, aber nicht nur das, dann muss man das Fleisch muss man salzen, und das muss man also eine Stunde einlegen in Wasser und in Salz. Und es ist unglaublich aufwendig. Man darf nicht alles von dem Tier essen. Da müssen bestimmte Fette rausgeschnitten werden. Das ganze hintere Bereich ist problematisch, weil da gibt es eine Spannader. Also in der Religion wird der Konsum von Fleisch wirklich wahnsinnig reduziert. Also das, was wir heute erleben in der modernen Welt, diese Fleischkonsum, dieses am Fließband produzieren, wo der Mensch ja noch nicht mal mehr was mit dem Tier zu tun hat. Ja? Ich gehe in den Supermarkt und nehme mir irgend so eine Packung raus, habe mit dem Tier selber nie was zu tun gehabt. Also das ist, denke ich, ganz weit weg von den Ursprüngen, wo wir hergekommen sind. Und ich sehe das leider auch im koscheren Kontext. Also wenn wir jüdische Dinge essen, die müssen eben unter bestimmten Voraussetzungen gemacht werden, dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also die Idee von Fleisch ist immer der Tod. Im Judentum darf man Fleisch und Milch nicht essen. Zusammen. Entweder das eine oder das andere. Eine Mahlzeit mit Fleisch, eine Mahlzeit mit Milch. Wieso gehört das nicht zusammen? Obwohl es in der Tora selber so nicht erklärt wird, gibt es eine großartige Erklärung. Was ist Milch? Milch entsteht, wenn ein Muttertier ein Kind Milch gibt. Ja, also säugt. Und dieses Milch, das steht für Leben. Fleisch, haben wir gerade gesagt, steht für Tod. Das gehört nicht zusammen. Es gibt ein Gesetz, das es verbietet, einem Tier einen Maulkorb vorzulegen, wenn es auf dem Feld arbeitet, weil es möchte essen. 10 Gebote sagt uns, am Schabbat darf ich nicht arbeiten. Auch Tiere dürfen nicht arbeiten am Schabbat. Mein Tier darf am Schabbat nicht arbeiten. Wenn ich nach Hause komme, so sage ich es jeden Tag im Gebet Shema Israel, das wichtigste jüdische Gebet, steht immer geschrieben, dass Gott mir verspricht, wenn ich mich benehme, dann wird er meinem Tier Gras geben und auch dir werde ich Regen geben, damit du eine gute Ernte hast. Falsche Reihenfolge, nein, ich bin doch der Mensch, ich komme doch zuerst. Nein. Wenn ich nach Hause gehe, ich habe ein Haustier, wenn ich nach Hause komme, muss ich erst mein Haustier füttern, bevor ich selber essen darf. Also das geht so wahnsinnig weit, dass wir so eine Rücksicht nehmen auf diese Tiere, dass darf man Fleisch essen? Ja, Gott hat es uns erlaubt, weil wir Menschen offensichtlich dieses Bedürfnis haben. Der Mensch fühlt sich besser, fühlt sich glücklich mit Fleisch. Werde ich Fleischesser davon überzeugen, Vegetarier zu werden? Muss ich nicht tun. Verzichte ich auf Fleisch? Meistens. Also, Punkt Nummer 1, man darf niemanden töten. Ja, das ist ein absolutes No-Go. Mit 3 Ausnahmen müsste man sich lieber selber töten lassen, als dass man einen anderen Menschen umbringt. Beispiel, A kommt zu B und sagt, töte den C, sonst töte ich dich. Dann müsste der sich lieber töten lassen. Er darf nicht das Leben von einem anderen nehmen. Wenn A zu B sagt, mach Götzendienst, bete diesen Götzen an, dann müsste der sich lieber töten lassen, als Götzendienst zu machen. Wenn A zu B kommt und sagt, mache diese verbotene sexuelle Handlung, Inzest oder sowas, dann müsste er sich lieber töten lassen, als das zu tun.
bleiben wir noch mal kurz in dieser Situation. A droht dem B an und sagt, wenn du jetzt den anderen, da nicht den dritten nicht tötest, dann töte ich dich. Dann ist es natürlich in jedem Fall erlaubt, ihn zu töten. Also Notwehr, selbstverständlich, ist erlaubt. Notwehr-Variation 2 ist Hilfe zur Notwehr. Das heißt, wenn jemand einen Aggressor, einen Mörder sieht, der gerade jemanden umbringen will und die einzige Chance, ihn aufzuhalten, wäre, ihn umzubringen, dann nennt man das auf Hebräisch, heißt es ein Rodef, ein Verfolger, dann muss man das tun. Also auch um das Leben von anderen zu schützen, nicht nur das eigene, auch um das Leben von anderen zu schützen, darf man eingreifen, muss man eingreifen. Und insofern ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit die Einschränkung, in welchen Fällen man also den Tod ertragen muss oder nicht, das muss um diese beiden Dinge tatsächlich noch erweitert werden. Alle anderen von den 613 Geboten, also alle anderen 610 Gebote, muss ich übertreten, um Leben zu retten. Mein eigenes zum Beispiel. Ja, wenn er sagt, iss Schweinefleisch oder ich töte dich, dann esse ich Schweinefleisch. Okay, bitte nicht ausprobieren. Die Frage also, ob man einen anderen Menschen, den Tod eines anderen Menschen verursachen darf, muss immer verneint werden. Die Seele kommt von Gott, die Seele ist unendlich. Der Bruchteil von unendlich ist, Mathematik aufgepasst, unendlich. Es gibt nicht ein bisschen davon. Ein Menschenleben ist unendlich wertvoll. Und dann ist es egal, wie viele Menschenleben ich dagegen aufrechnen kann, die sind genauso unendlich. Das heißt, in dem Moment, wo man an einer Weiche steht und umschaltet, dass ein anderer getötet wird, entscheide ich, dass dieses unendliche Leben weniger wert ist als das andere unendliche Leben. Das geht auf keinen Fall. Ja, und deshalb ist die Trolley-Frage eigentlich relativ klar. Übrigens, wer sich selber mal damit beschäftigen möchte, kann sich auch mal überlegen, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sozusagen an der Weiche sitzt, ja, und das dann so automatisch macht, oder ob man diesen Zug beispielsweise nur anhalten kann, wenn man den Typ erschießt, ja, oder von der Brücke schubst oder so. Wenn man es dann plötzlich selber ganz aktiv ist, dann hat man vielleicht auch das Gefühl zu verstehen, Moment, wir reden doch hier über was ganz anderes, wir reden nämlich hier eigentlich über Mord. Und insofern ist es dann vielleicht klarer, warum diese Entscheidung so sein muss. Eine Besonderheit ist der Satz, dass wir uns erinnern sollen. Erinnern kommt ganz oft vor. Erinnern ist der Grund für ganz viele Gesetze. Wir sollen uns erinnern, dass wir Sklaven in Ägypten waren. Und dann sollen wir deshalb nett zu den Fremden sein oder nett zu den Witwen und Waisen sein. Wir sollen uns aber auch erinnern, was das böse Volk Amalek uns angetan hat. Die haben uns in der Wüste überfallen und das müssen wir in Erinnerung bewahren. Dieses Erinnern, Secher, Jiskor, das kommt über 100 Mal in der Bibel vor. Das Interessante ist, dass Gott sich selbst erinnert. Er erinnert sich an Noach auf der Arche und dann lässt er ihn sozusagen wieder an Land. Wieso erinnert sich Gott? Der Gott weiß doch alles. Muss er sich erinnern? Das ist, um uns diesen Begriff zu erklären. Das Erinnern ist nicht ausreichend, man erinnert sich an irgendwas und dann war es das. Ja, was Trauriges passiert, da sind wir traurig. Und was Schönes passiert, und Erinnern ist immer mit einer Handlungsanweisung verbunden. Da kommt jetzt noch was. Du erinnerst dich an eine Situation und dann passiert da was. Judentum lebt aus Erinnerung. Das ist ein Unterschied zur Geschichte. Was ist Geschichte? Geschichte ist etwas, was anderen Leuten zu einer anderen Zeit passiert ist. Damit habe ich mehr oder weniger nichts zu tun. Ja, das kann zwar die Geschichte meines Volkes, aber ich erinnere mich ja nicht, ich war nicht dabei. Im Judentum, wenn wir Geschichten erzählen, dann erzählen wir sie in der ersten Person. Wir sind ausgezogen aus Ägypten und wir haben erlebt das und wir sind... Und wir spüren, dass diese Verbundenheit untereinander auch zu einem Wir-Gefühl führt. Und ich glaube, dass dieses Wir-Gefühl unheimlich wichtig ist. Wenn wir uns erinnern, dann sollen wir uns tatsächlich an Dinge erinnern, auch manchmal, wenn sie schmerzhaft sind, auch wenn sie unangenehm sind. Das stelle ich zum Beispiel fest, wenn wir uns an die Shoah erinnern. In Deutschland bei Gedenkveranstaltungen, da gibt es einen Teil derjenigen, die anwesend ist, nämlich der jüdische Teil. Wir erinnern uns an die Geschichten von unseren Großeltern und Urgroßeltern oder von anderen Menschen und das ist dann sozusagen unsere Geschichte von den Menschen, die umgebracht worden sind, verfolgt worden sind in der Nazizeit. Und dann gibt es die andere Seite, die der Nichtjuden, die das Gefühl hat, wie kann ich mit dieser
Erinnerung umgehen. Ich möchte mich da gar nicht dran erinnern, schon gar nicht als Familiengeschichte. Ich kann es als Geschichte, als historischer Fakt sozusagen abhandeln. Ich kann mich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, aber ich möchte es ja gar nicht verinnerlichen. Ich möchte mich ja gar nicht damit auseinandersetzen, mit meiner Erinnerung. Und damit haben wir zwei unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist mit dieser eigentlich doch auch gemeinsamen Erinnerung umzugehen. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich bin in Freiburg aufgewachsen, in einer Schule, in der ich, abgesehen von meinem Bruder, der einzige Jude war. Und ich war in der Schulklasse, 7. oder 8. Klasse, ich erinnere mich noch an diese Situation ziemlich genau. Wir haben einen Film im Geschichtsunterricht geschaut über Auschwitz und über die Menschen, die dort umgebracht worden sind. Und ich hatte dieses Gefühl, ja, so wie bei einer Kamera, wenn man plötzlich so rauszoomt oder reinzoomt, ich weiß nicht, also dieses Wow-Gefühl, weil ich hatte plötzlich das Gefühl zum ersten Mal für mich, ich bin hier ganz allein in dem Raum. Ich habe all meine Klassenkameraden gesehen und habe das Gefühl gehabt, ich bin anders als alle anderen. Und habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, ja, heute 80 Jahre zurück. Wer von diesen Klassenkameraden wäre vielleicht der Nazi geworden? Wer von diesen Klassenkameraden hätte vielleicht sein eigenes Leben in Gefahr gebracht, um mich zu schützen? Ja, wer wirklich, auch mein bester Freund, weißt du noch, Tobias, hätte der mich in seinem Keller versteckt und sich und seine Familie damit in Gefahr gebracht? Und dann habe ich etwas gemacht für mich, ich glaube, das war ganz wichtig, um hier in Deutschland sozusagen einigermaßen gesund aufwachsen zu können. Ich habe mir überlegt, Moment, das ist ein bisschen unfair. Denn was wäre denn, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, aber selber gar nicht jüdisch gewesen wäre? Was hätte ich denn gemacht? Und zu 100% kann das vielleicht niemand sagen, aber zu 100% muss es heute jeder sagen können. Nach dem, was wir heute wissen. Und ich hoffe und ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin und auch erzogen worden bin, bei mir durch mein Judentum, durch meine Erinnerung, aber hoffentlich auch die Gesellschaft hier mittlerweile, insbesondere in Deutschland, mit der Geschichte und hoffentlich eben auch der Erinnerung, dass heute jeder wissen würde, 100%, egal ob er jüdisch oder muslimisch oder deutsch oder christlich oder was auch immer ist, wenn sowas wieder passiert, sofort dazwischen gehen würde und klar wäre, wie die Entscheidung für den Einzelnen ist. Und daraus können wir lernen, ich glaube, so funktioniert das, dass wir unsere Erinnerungen nutzen müssen, so tragisch und so traurig sie manchmal sind, um dann ein besseres Leben nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt zu gestalten. Die drei Worte, die Judentum beschreiben, würde ich sagen, es gibt da so einen Satz aus den Sprüchen der Väter, der heißt, die Welt besteht auf drei Säulen. Ja, die Welt hat drei Säulen, auf denen sie steht. Und das wäre die Avodah, die Torah und Gemilut Chesed. Zu Deutsch der Gottesdienst, die Torah und die Wohltätigkeit, also anderen Menschen zu helfen. Ich glaube, da steckt eigentlich alles drin, weil die Grundidee ist zu sagen, wir sind, wer wir sind, weil Gott uns einen Auftrag gegeben hat, gesagt, diese Idee von Moral, von diesen Werten, die wir miteinander teilen, die müsst ihr in die Welt tragen. Das ist sozusagen der jüdische Auftrag, was nicht immer sehr leicht ist und auch nicht immer sehr dankbar war in der Geschichte. Das Zweite ist die Torah selber, also das richtige Leben leben. Dazu hatten wir auch schon eine Antwort. Wie genau kann ich in meinem Leben etwas Sinnvolles anfangen? Und schließlich ist das alles aber nichts wert, wenn ich das irgendwie alleine in meinem Elfenbeinturm mache oder mich von allen anderen zurückziehe. Wir müssen mit anderen Menschen interagieren, wir müssen für sie da sein, also diese Wohltätigkeit üben. Wenn ich die Chance habe, etwas mehr zu haben als andere, dann muss ich auch Spenden abgeben. Dieser Begriff auf Deutsch, Almosen, hört sich immer so, ich bin toll. Das ist eine Selbstverständlichkeit im Judentum, dass man was abgibt. Sogar jemand, der professionell ein Bettler ist, ein Schnorrer sagt man auf Jiddisch, sogar der muss von seinen Einnahmen, muss er auch wieder was abgeben. Also das ist einfach ein Prinzip, das dazugehört und ich glaube, in den drei Sachen, da steckt ganz viel Jüdisch drin. Ich finde die Frage, welches die wichtigste Lehre in der Tora ist, finde ich eigentlich die schwierigste, weil
ja, wer bin ich zu unterscheiden, was wichtig ist oder was nicht. Es gibt aber tatsächlich eine Diskussion im Talmud zwischen Rabbinern, was der wichtigste Satz ist. Und der eine sagt, ist doch ganz klar, das ist unser Glaubensbekenntnis, wir glauben an den einen Gott und das ist das Gebet, das wir jeden Morgen und jeden Abend sprechen. Wir halten uns sogar die Augen dabei zu, sagen Shema Israel, höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist eins. Kommt ein anderer Rabbiner und sagt, nee, eigentlich das Allerwichtigste ist nicht unser Verhältnis zu Gott, sondern unser Verhältnis zu den anderen Menschen. Der wichtigste Satz der Torah, den hat man normalerweise auch schon mal gehört, heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ich weiß, der kommt auch im Neuen Testament vor, wie es genannt wird, also in der christlichen Bibel. Aber das ist ein Zitat, das steht eigentlich im 3. Buch Moses, Kapitel 19, 18. Oder 18, 19. Jedenfalls, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und der dritte sagt, nee. Das eigentlich Wichtigste ist, dass wir von Gott das Gebot bekommen haben, jeden Morgen und jeden Abend ein Opfer darzubringen. Etwas, was wir übrigens gar nicht mehr tun seit 2000 Jahren, weil wir keinen Tempel mehr haben. Aber die Frage, die sich stellt, ist, das ist so Anticlimax, ja, das ist so unwahrscheinlich. Was soll dieser Satz? Ja, der scheint doch nicht wirklich wichtig. Ja, das eine ist so ein ethischer Grundsatz, der Glaubensgrundsatz. Und jetzt kommt der mit sowas, morgens und abends beten, ja, echt. Und die Idee, die dahinter steckt, so wird erklärt, das ist ein Rabbiner, der heißt Shimon ben Pazi, der sagt, es reicht nicht einmal so dieses Aha-Erlebnis zu haben, ein großartiges Ereignis, sondern sagen, ja, jetzt bin ich gläubig und ja, jetzt bin ich erlöst und jetzt bin ich irgendwie ein toller Mensch, sondern die Kontinuität. Ja. Ein großartiger Künstler wird nicht dadurch großartig, dass er über Nacht aufwacht und sagt, jetzt werde ich ein Star-Pianist oder jetzt werde ich, es ist Übung, es ist so viel harte Arbeit. Und das gilt auch, ein guter Mensch zu sein. Ja, da ist man nicht über Nacht, habe ich jetzt beschlossen, jetzt bin ich ein guter Mensch, sondern ich muss üben, ich muss meine Muskeln trainieren, genau wie im Sport. Und deshalb gilt für mich eigentlich in der Torah, in der Bibel ist eigentlich alles wichtig. Ja? Und es sind alles kleine Komponenten, die zusammen hoffentlich dann aus mir einen sportlichen Rabbiner machen. Oder einen guten Menschen zumindest. Ist gelogen natürlich, ja, aber es hört sich gut an.